Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es dieses Mal um die große Fragestellung Linux oder Windows. Welches System sollte man eigentlich wann benutzen? Und ja, mich hat diese Frage in letzter Zeit sehr häufig erreicht und irgendwie habe ich das Gefühl, viele von euch meinen, dass ich absolut Windows verteufle und Linux das einzig wahre ist. Ungefähr, dass es so aussieht, dass man immer Linux benutzen sollte, niemals Windows, und das stimmt so einfach nicht ganz. Es ist einfach nur stark davon abhängig, was ihr tun wollt und auf welche Aspekte ihr Wert legt. Linux ist tatsächlich leider, das muss man einfach so sagen, nicht für jedermann perfekt geeignet. Und Windows ist auch nicht für jedermann perfekt geeignet. Und deswegen muss man sich einfach damit auseinandersetzen, was passt denn eigentlich besser? Und diese Frage möchte ich in diesem Video hier mal beantworten. Scheinbar ist es ein bisschen so rübergekommen, als würde ich immer nur Linux bevorzugen. Tue ich tatsächlich nicht. Ich bin in letzter Zeit sogar leider fast mehr auf Windows, obwohl ich eigentlich lieber mehr auf Linux wäre. Ja. Aber nun gut, man kann auch beide Systeme haben. Das möchte ich tatsächlich hier einmal ganz kurz zu bedenken geben. Okay, zunächst einmal, das ganze Video hier ist hochgradig vom Anwender abhängig und ist auch eine extreme Geschmackssache, okay? Und was auch sehr wichtig ist, das ganze Video hier wurde 2020 aufgenommen und ist eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn irgendwann sich mal was ändert, dann packe ich das in die Beschreibung. Aber das ist jetzt mein aktueller Eindruck davon, nachdem ich beide Systeme jetzt schon einige Jahre, also ungefähr mehr als 10 Jahre, glaube ich, sind, bei beiden Systemen. Und deswegen glaube ich, dass ich hier einigermaßen zumindest einen Überblick habe. Zumindest die Dinge, die ich benutze. Wenn ihr was zu ergänzen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das würde mich wahnsinnig freuen. Okay, zunächst einmal lasst uns anfangen mit folgender Fragestellung. Was sind denn eigentlich so die Key Points, die wichtigsten Punkte von Linux und von Windows? Linux ist zum einen, also man kann eigentlich nicht sagen, das Linux, aber die meisten Linux-Systeme, die sich an Privatanwender wenden, sind eigentlich kostenlos. Manche Unternehmen müssen ein bisschen was dafür berappen, aber ja, in den meisten Fällen zahlt man eigentlich für Linux nichts. Windows auf der anderen Seite kostet natürlich was, ist aber quasi kostenlos. Man kann das Ding für 10 € teilweise kaufen, und damit rede ich nicht von irgendwelchen illegalen Keys oder sowas, sondern wirklich beim richtigen Anbieter für 10 €, und das ist halt quasi nichts, ja. Wenn man mal von dem Aufwand ausgeht, der dahinter steckt. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt tatsächlich mal ein ernsthafter Punkt, Linux ist Open Source. Das bedeutet, wir wissen genau, was das Ding eigentlich tut. Das können wir von Windows nicht behaupten, das ist Closed Source, das heißt im Zweifelsfall, oder ja, im Endeffekt könnte das der Fall sein, dass Windows einfach all eure Daten missbraucht. Und das bedeutet so viel wie, Microsoft könnte einfach hingehen und alle privaten Fotos, alle E-Mail-Adressen, alles im Endeffekt nehmen und an jeden, der einigermaßen Geld bietet, verkaufen. Das wäre tatsächlich möglich. Faktisch werden sie das höchstwahrscheinlich nicht tun, aber was unter der Hand abgeht, das wissen wir nicht. Und deswegen ist es natürlich angenehm, wenn man Open Source Code hat. Das bedeutet so viel wie, man hat wirklich Zugriff auf den Code, man sieht, wie das Ding tatsächlich funktioniert, bevor man es bei sich auf dem Rechner installiert. Man kann sich alles durchlesen und man muss auf nichts vertrauen. Das heißt, für die Control-Freaks unter euch ist Linux wahrscheinlich deutlich angenehmer. Ja, was man auch hat bei Linux, das ist der Paketmanager. Das könnt ihr euch quasi so vorstellen wie der Android App Store, das ist quasi ein Paketmanager. Und dort könnt ihr quasi Installationen für euch durchregeln lassen oder durchführen lassen. Ihr könnt die Updates machen oder automatisch machen lassen. Ihr könnt die Software, bevor sie in den Paketmanager bzw. für euch zur Verfügung gestellt wird auf Viren geprüft. Bei Windows ist es ein bisschen anders. Windows liefert an sich, also klar, es gibt jetzt den Microsoft Store, aber den benutzt niemand. Aber man hat normalerweise immer das Problem, man muss sich die Software so herunterladen und ja, dann über eine .exe-Datei installieren. Und da gibt es mehr als nur eine Fake-Datei. Das heißt, im Internet kann es passieren, ihr sucht zum Beispiel nach irgendeinem Tool und ladet euch das runter und installiert das, und prompt habt ihr irgendwelche Tools drauf, die ihr gar nicht haben wollt, oder ihr habt ein Virus drauf oder. Das heißt, ihr seid da halt wirklich ein bisschen auf eure Kenntnisse angewiesen. Das heißt, Linux ist in Hinsicht Installation von neuen Programmen eigentlich anwenderfreundlicher und einsteigerfreundlicher, wenn man es so will. Das könnt ihr euch, wie gesagt, wirklich vorstellen wie beim Handy. Wenn ihr jetzt wegen jeder App ins Internet müsst, ihr müsst suchen danach und dann müsst ihr euch die installieren, ist das deutlich A, aufwendiger und B, gefährlicher, als wenn ihr das ganze Ding einfach über den App Store oder sowas herunterladet. Ja,
Als zweites haben wir Windows als häufiges Ziel von Malware. Das heißt, ja, wir haben einfach auf Windows mehr Nutzer, die nicht so erfahren sind, und dadurch haben wir natürlich auch deutlich mehr Angriffe und wirklich Schadware, die explizit auf Windows ausgelegt ist und auf Linux einfach gar nicht läuft. Das heißt, Windows ist meistens das unsichere System, nicht weil irgendwie das System an sich unsicherer ist, sondern weil, also das kann dazu kommen, das ist aber, wie gesagt, immer davon abhängig, was es gerade für Schwachstellen gibt in den jeweiligen Systemen. Aber die meiste Malware zielt einfach auf Nutzer ab, die Windows benutzen, weil die weniger erfahren sind in den meisten Fällen. Das muss man einfach so sagen. Und ja, Linux ist auch von Haus aus meistens schneller, weil weniger Sachen im Hintergrund laufen. Also zum Beispiel eine Cortana frisst unfassbar viel Leistung. Der Explorer unter Windows, der ist auch nicht gerade zimperlich mit eurer Hardware. Das heißt, da läuft einfach sehr, sehr viel im Hintergrund und das frisst sehr, sehr viel. Und Windows auf was anderes zu haben als eine SSD ist mittlerweile, also von der Hardware jetzt gesprochen, ist mittlerweile echt ziemlich schmerzhaft geworden für mich, muss ich sagen. Während Linux kann ich immer noch auf einer normalen HDD laufen lassen, das geht schon. Das heißt, Linux in den meisten Fällen einfach schneller als Windows. Aber wie gesagt, das kann man unter Windows theoretisch auch einstellen, nur von Haus aus ist eben Linux schon so eingestellt oder läuft halt einfach automatisch schneller, während Windows, da muss man einiges tun, damit das ganze Ding wirklich schnell läuft, und es ist gar nicht so ohne. Okay, aber was natürlich für Windows spricht, die Installation ist sehr, sehr einfach, beziehungsweise in den allermeisten Fällen ist es sogar schon vorinstalliert auf eurem System. Das heißt, ihr kauft einen PC oder einen Laptop und habt einfach ein Windows drauf. Ja? Das ist einfach viel, viel angenehmer, vor allem für Einsteiger natürlich, und deswegen benutzen es auch die meisten Einsteiger. Es gibt mittlerweile auch Linux-Laptops oder Linux-PCs, die man sich so kaufen kann, aber das ist immer noch durchaus eine Ausnahme. Also das hier sind alles nur wirklich die Punkte, die besonders für ein System sprechen. Ich sage nicht, dass es nicht andere Sachen auch gibt. Es gibt auch Closed-Source-Linux-Systeme, okay? Es gibt aber auch so eine Art Open-Source Windows, wobei das nicht das richtige Windows ist. Und das sind alles nur die Normalfälle, okay? Man kann sich alles so einrichten, dass alles für einen selber passt, ja? Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Video heute. Okay. Und natürlich, das haben wir als Punkt für Linux, aber auch als Punkt gegen Linux. Es gibt sehr viele Distributionen. Das heißt, es gibt eigentlich nicht das Linux in der Hinsicht, sondern es gibt Ubuntu Linux, es gibt Linux Mint, es gibt Arch Linux, es gibt, I don't know, Debian, es gibt Elementary OS, es gibt so viele Linuxe, ja. Und deswegen kann man sich das so nicht sagen, man hat ein Linux. Deswegen sage ich auch, meistens ist es Open Source. Es gibt aber auch Linux-Systeme, die sind Closed Source. Und da gibt es wirklich alles. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, weil man sich aussuchen kann, was am besten zu einem passt, was man am liebsten haben möchte. Ich zum Beispiel präferiere Arch Linux, aber es gibt auch Leute, die sagen, Arch ist komplett am Müll, benutzt lieber was anderes. Das ist wirklich Geschmackssache. Aber auf der anderen Seite, Windows hat das natürlich nicht. Es gibt klar natürlich die anderen Versionen von Windows, Windows 7, Windows XP, Windows 95, 98, ja, aber die benutzt man einfach nicht mehr, weil die nicht mehr unterstützt werden. Bei Linux ist das anders. Jeder kann seine eigene Distribution quasi erstellen und sich dann auch so zusammenstellen, wie er das möchte. Man muss das aber nicht tun. Man kann natürlich auch einfach eine Distribution nehmen, die existiert, und die dann verwenden. So. Das sind so die Key-Punkte jeweils unter Linux und Windows. Aber was natürlich beide haben, und das ist vielleicht für manche jetzt eine überraschende Sache, die Treiberunterstützung ist einfach in beiden Fällen mittlerweile wirklich gegeben. Ich habe noch mit keinem Gerät wirklich ein Problem gehabt unter Linux oder unter Windows. Tatsächlich sind manche Treiber unter Linux sogar stabiler als unter Windows. Ich hatte zum Beispiel mit meinem Headset immer Schwierigkeiten unter Windows, und mit meiner Tastatur hatte ich früher mal hin und wieder Schwierigkeiten unter Linux. Und das kann einfach passieren. Also das ist jetzt nicht vom Betriebssystem abhängig. Meistens habt ihr aber wirklich einen Support für alles. Okay? Und ja, in den meisten Fällen ist das auch wirklich gut gemacht mittlerweile. Die Stabilität ist auch noch so ein Punkt. Viele behaupten, Linux sei stabiler als Windows. Das ist mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr so. Ich habe unter Windows 10, glaube ich, einen oder keinen Bluescreen gehabt. Also wirklich wenig in dem Fall. Und ich hatte auch persönlich noch keine Probleme mit irgendwelchen Updates. Ich weiß, dass Leute mit Windows-Updates schon Probleme hatten, dass sie zum Beispiel in der Bootschleife hängen geblieben sind. Das heißt, Windows ist schon mal
häufiger abgestürzt oder hatte häufiger mal Schwierigkeiten, aber wenn wir ehrlich sind, unter Linux gibt es das auch. Unter Linux kann es dann halt mal sein, dass der Paketmanager ein Update nicht durchkriegt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, oder was ich auch tatsächlich unter Linux schon mal hatte, dass zum Beispiel meine Oberfläche einfach, Probleme gemacht hat und ich deswegen wieder zurück musste, eine Version früher. Und das kann tatsächlich alles passieren. Das kommt auch natürlich auf das Linux-System an, das ihr verwendet. Aber in den meisten Fällen, also ich rede hier wirklich von Jahren von Erfahrung, die ich habe, und sehr, sehr seltene Probleme in beiden Fällen gehabt. Ich hatte auf einem anderen Rechner, den ich für jemanden aufgesetzt habe, habe ich auch schon Schwierigkeiten mit Windows mit einer Bootschleife gehabt. Also ich habe quasi alles schon mal in der Praxis gehabt, aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Und dementsprechend die Stabilität ist eigentlich bei beiden Systemen wirklich gegeben. Sie sind beide eigentlich, wenn wir ehrlich sind, einfach zu bedienen. Wenn ich jetzt meine Oma, die noch nie einen Rechner in der Hand hatte, vor ein Ubuntu setzen würde und ihr alles erklären würde, wäre das für die genauso kompliziert oder einfach, wie wenn ich sie vor ein Windows setzen würde. Das würde eigentlich keinen Unterschied machen, wenn man mal ehrlich ist. Nur natürlich das Installieren oder Anpassen von dem jeweiligen System ist nicht einfach. Aber ich würde meiner Oma auch nicht zutrauen, dass sie Windows installieren kann. Das heißt, beide Systeme sind eigentlich einfach zu bedienen heutzutage und wirklich benutzerfreundlich, auch einsteigerfreundlich in dem Sinne. Beide Systeme sind auch anpassbar. Also Linux natürlich eher mit Open Source Software, das heißt, wir können Sachen von anderen Benutzern nehmen, können die bei uns einbauen. Windows, da muss ich ein bisschen natürlich schauen, was gibt es da an Software, kann das dann bei mir laufen oder wie installiere ich das, und dann kann ich dafür Dinge machen, die dann irgendwie cool aussehen, ja, also oder eben besondere Sachen machen, die dann irgendwie was verändern in meinem System. All diese Dinge kann ich durchaus machen. Und ich kann jedes der Systeme, also egal ob Linux und egal welches Linux im Normalfall auch, und auch Windows, kann ich alles so anpassen, dass es genau für mich zugeschnitten ist. Das funktioniert schon. Und der Support ist auch in beiden Fällen gegeben, wobei man hier stark unterscheiden muss. Bei Linux haben wir Community Support, während wir bei Windows ein offizielles Support-Team haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Support-Team irgendwie besser oder schlechter ist als der Community Support von Linux. Denn ja, der Community Support sorgt zum Beispiel bei Arch Linux dafür, dass ihr ein unglaublich gutes Wiki habt. Ja, das ist quasi schon eine halbe Bibel geworden. Da steht einfach alles drin. Egal, was es gibt, das steht da drin. Und wenn es wirklich irgendwie akute Probleme gibt, weil zum Beispiel mal was schiefgelaufen ist, dann gibt es immer noch ein Forum, wo wirklich, sobald was schief laufen kann, da steht das da drin. Und das heißt, ihr habt sofort Leute, die darauf antworten und die wirklich auch kompetente Hilfestellung leisten. Das Support-Team von Microsoft hingegen braucht natürlich ein bisschen an Zeit, bis sie antworten. Und ja, es kann sein, dass man dann mehrfach hin und her schreiben muss, aber es ist natürlich ein offizielles Team, was für euch da ist und auf das man sich dann mehr oder weniger verlassen kann. Und das stimmt einfach auch so. Gut. Ja, ihr seht, also eigentlich ist das wirklich so ein Video, beides ist gar nicht so schlecht, nur man muss eben wissen, was ist eigentlich für den jeweiligen Anwender gut. Also ihr habt bisher gesehen, Linux ist wirklich ein solides System geworden, das nicht nur Nerds benutzen können, das benutzt zum Beispiel auch wirklich meine Mom. Und Windows, naja, das kennt man halt, aber das heißt nicht unbedingt, dass es besser ist. Also manche Sachen sind bei Windows nicht so gut, aber dafür sind sie dann bei Linux gut. Und manche Sachen sind eben bei Windows gut und bei Linux eben nicht so gut. Und das muss man einfach auch ernsthaft so sehen, denn wenn wir uns jetzt mal angucken, wer was benutzen soll, beziehungsweise was eigentlich der eigentliche Faktor ist, warum Leute Linux oder Windows benutzen, dann sind das die Programme, die es auf den jeweiligen Systemen gibt. Und das ist auch der Grund, warum ich momentan mehr Zeit auf Windows verbringe als auf Linux. Denn ja, was ist denn der große Punkt von Linux? Wir haben Open Source Software. Für was verwenden wir diese Open Source Software denn häufig? Wir machen Serveradministration mit Linux. Das heißt, wir setzen einen Server auf. Die meisten Server im Internet laufen unter Linux. Das ist einfach Fakt. Und ja, da kann man auch tatsächlich sehr, sehr viel mitmachen. Da kann man die ganzen Webseiten hosten, die ihr gerade anguckt. Zum Beispiel auch diese Website, die ihr jetzt gerade anguckt, YouTube, läuft auf einem Linux-Server. Das ist einfach so. Und tatsächlich kann man da natürlich dann auch sagen, Serveradministration generell läuft meistens unter Linux. Und jetzt vor allem in diesem Hinblick hier auf diese Folie, beziehungsweise auf das, was wir hier jetzt gerade machen, das ist tatsächlich nicht nur so. Also es gibt auch Server, die laufen unter Windows. Es gibt auch wirklich gute Serveradministration, die unter Windows läuft. Das heißt, ja, es gibt sogar eine komplette Cloud, die auf Windows basiert.
Aber man muss dazu sagen, die kostet natürlich viel mehr. Linux-Server sind deutlich billiger und dementsprechend ist meiner Meinung nach Serveradministration unter Linux eher gut als unter Windows, weil Windows einfach als Server nicht, meiner Meinung nach, wirklich nur meine Meinung, nicht so gut sind. Okay, auch Informatik-Tools funktionieren in den meisten Fällen nicht auf Windows, aber dafür auf Linux natürlich. Das heißt, wir haben zum Beispiel Hacking-Tools, aber nicht nur Hacking-Tools. Wir haben auch andere Dinge wie Entwicklungssachen, also zum Beispiel ja, Softwareentwicklung generell ist unter Linux, zumindest nach meiner Erfahrung, angenehmer als unter Windows, weil die meiste Software erstmal unter Linux kommt und dann deswegen auch dafür entwickelt wurde und dort geht das dann natürlich weiter. So, und dann haben wir natürlich noch als großen Punkt die Anonymität. All diese Dinge würde ich nur in der Linux-Umgebung machen. Ich würde zum Beispiel nichts wirklich Privates in Windows googeln, weil, wie gesagt, ich kann nicht davon ausgehen, dass Windows diese Daten nicht nutzt, um mir dann irgendwie Werbung zu schalten oder sie an irgendwen anders verkauft und dann eben Werbung für mich so schaltet. Aber wenn ich natürlich professionell unterwegs bin, also sprich jetzt gerade am Aufnehmen bin, dann ist mir herzlich egal, ob das irgendwer anders mitbekommt, weil natürlich ich sowieso das Video hier ins Internet stelle. Und was man auch nicht vergessen darf, der mobile Bereich, der ist komplett Linux geprägt. Es gibt quasi kein Windows für den mobilen Bereich. Also Smartphones sind eigentlich immer Linux. Android ist ein Linux und gut, natürlich, das iOS ist natürlich kein reines Linux, wobei ich hier komplett Mac rausgelassen habe, weil ich persönlich auch keine Ahnung von Mac habe, deswegen darüber kann ich nicht viel sagen. So, aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wann sollte man denn eigentlich Windows verwenden? Und das ist tatsächlich auch wichtige Punkte. Gaming zum Beispiel ist unter Linux zwar möglich, aber unter Windows einfach immer noch besser, weil die ganzen Spiele werden für Windows entwickelt. Das heißt nicht, dass sie unter Linux nicht laufen oder unter Linux nicht irgendwie mehr FPS hätten oder sowas. Es kann sein, dass ihr manche Spiele unter Linux tatsächlich schneller laufen lassen könnt als unter Windows. Aber der große Punkt ist halt, die meisten Spiele laufen einfach besser auf Windows, beziehungsweise man hat weniger Probleme, sie zum Laufen zu kriegen. Es gibt mittlerweile von Steam das Proton-Feature, damit kann man eigentlich fast alles unter Linux zocken, aber eben nur fast alles. Man muss es dann erstmal runterladen, man muss es starten, man muss hoffen, dass es funktioniert und dann kann es leider irgendwann immer wieder sein, dass es mal abschmiert. Und das ist einfach nicht so angenehm, deswegen würde ich Gamern generell eher zu Windows raten als zu Linux. Auch Designleuten würde ich eher zu Windows raten als zu Linux und das liegt einfach nur daran, dass die Adobe-Produkte, also Photoshop und Lightroom, laufen einfach nicht unter Linux. Da gibt es zwar Alternativen, wie zum Beispiel GIMP, aber GIMP ist einfach, ehrlich gesagt, nicht, es ist kostenlos und es ist geil und Photoshop kostet wirklich sehr, sehr viel, aber Photoshop ist einfach immer noch deutlich besser als GIMP. Das ist einfach leider so und da kann man, also zumindest wieder mal meine Erfahrung nach, unter Photoshop geht einfach mehr als unter GIMP, beziehungsweise es geht einfacher oder man ist es einfach nur gewohnt. Solange die Adobe-Produkte nicht auf Linux laufen, würde ich hier tatsächlich niemanden, der damit arbeitet, zu Linux raten. Ja, auch dasselbe für Videoschnitt. Wenn ihr irgendwie was schneiden wollt, also wirklich professionell schneiden wollt, mit Premiere Pro zum Beispiel, dann würde ich euch eher Windows empfehlen. Ist auch ein Adobe-Produkt, aber ja, das ist einfach nun mal auf Windows deutlich besser als auf Linux. Es gibt auf Linux natürlich auch wieder Alternativen, wie zum Beispiel Kdenlive. Aber Kdenlive ist auch wieder hier lang nicht so gut und auch lang nicht so stabil wie zum Beispiel Premiere Pro. Premiere Pro ist mir, glaube ich, bisher 2- oder 3-mal abgestürzt, während mir Kdenlive schon ungefähr 100-mal abgestürzt ist. Und ich habe ungefähr beides gleich viel verwendet, würde ich mal so behaupten. Ja, und dann haben wir natürlich noch Office. Office ist auch so ein Punkt. Es gibt natürlich die ganzen OpenOffice und LibreOffice Produkte auf Linux, aber Microsoft Office ist leider einfach besser. Das sieht man anhand der Animationen, das sieht man anhand von den Dingen, die sie anbieten. Und klar, natürlich zahlt man auch hier wieder was dafür, aber es ist einfach besser leider als das, was Linux bietet. So, das heißt nicht, dass ich das jetzt nicht ändern kann. Das war es übrigens erstmal so ganz grob für die Leute, die nur die Punkte wissen wollten. Aber ich muss noch ein kleines bisschen was hier ergänzen. Und zwar, das heißt nicht, dass das jetzt auf immer so bleibt. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier bei OpenOffice bzw. LibreOffice deutlich mehr Entwickler sich freiwillig hergeben und in ihrer Freizeit diese Software weiterentwickeln. Und dass das dann irgendwann mal besser ist als Microsoft Office, das kann durchaus passieren. Aber aktuell ist es halt leider so, zum Beispiel vor allem PowerPoint, das ist deutlich angenehmer damit zu arbeiten, weil einfach die Sachen professioneller aussehen, weil es einfach besser aussieht.
Und genauso ist es mit den Adobe-Produkten. Es gibt natürlich Open-Source-Alternativen, aber die sind meistens leider nicht so professionell, weil die Entwickler natürlich auch einfach kein Geld bekommen, wie die Produkte, die wir schon kennen und die dann eben auf Windows laufen. Das heißt, Linux ist nicht für jedermann was, aber jeder, der sich mit IT beschäftigt, beziehungsweise gerade in seinem Beruf was mit IT macht, der sollte sich schon zumindest mal ein Linux installiert haben und zumindest mal damit probieren zu arbeiten, denn manche Sachen laufen darauf wirklich besser. Und das heißt ja nicht ein Entweder-Oder, man darf nur Linux haben oder man darf nur Windows haben. Man kann auch tatsächlich beide Systeme haben, das nennt sich dann Dual Boot. Ja? Und wenn ihr jetzt mehr über Linux oder Windows wissen wollt, dann schaut ihr einfach auf meinen Kanal, dort zeige ich eigentlich zu beiden Systemen ein bisschen was zumindest, wobei ich ehrlich sagen muss, mehr zu Linux, weil ich natürlich viel mehr in der Softwareentwicklung, in der IT, in der Informatik drin bin, als unter Design jetzt. Aber privat, was heißt privat? Für den Beruf oder für diese Videos hier mache ich eigentlich momentan tatsächlich mehr unter Windows, weil ich einfach sehr, sehr viel mit Design zu tun habe, mit Videoschnitt und mit Office natürlich und weil ich auch ein Zocker bin. Deswegen mache ich momentan relativ viel tatsächlich unter Windows. Ist einfach so. Aber Linux definitiv eine gute Alternative, vor allem wenn ihr weniger Geld habt, beziehungsweise weniger Geld ausgeben wollt, dann würde ich euch immer zu Linux raten. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bin gespannt auf euer Feedback und was ihr noch zu ergänzen habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich glaube, das Video war nicht so, wie die meisten Leute von mir erwartet hätten. Ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.